Herzlich willkommen im Schauraum von Franz Josef Meyer. Wir sind der Hersteller und Integrator der Hydra Cobot Palettiersysteme und wir haben in den letzten Jahren und bei den Projekten, die wir bis jetzt umgesetzt haben, immer wieder ähnliche Fragen von Interessenten und Kunden bekommen. Und ich möchte jetzt dieses Video dazu nutzen, die häufigsten Fragen zu beantworten. Frage: Welche Modelle von Hydra Cobot Palettierern gibt es? Was unterscheidet diese? Wir haben momentan 7 verschiedene Typen der Hydra Cobot Palettierer. Das fängt an beim Hydra 6. Das ist mit einem leichten Roboter, der bis zu 6 Kilo Traglast schafft. Dann gibt es den Hydra 20 für 20 Kilo. Das ist das Modell direkt neben mir. Das ist ein Hydra 20. Dann gibt es das Modell Hydra 30. Das ist auch diese Basis, aber mit dem Roboter für 30 Kilogramm Traglast mit 2 Meter Reichweite. Dann gibt es die Hydra Lift Modelle. Das sind diese Modelle, die hier hinten stehen mit der orangen Basis. Diese Modelle haben eine Hubsäule, damit wir den Roboter in der Höhe verfahren können. Das gibt es auch als Hydra 6 Lift mit dem Roboter für 6 Kilogramm, der Hydra 20 Lift für 20 Kilogramm Traglast, das ist genau das Modell, was da hinten steht, und dann auch das Modell Hydra 30 Lift für bis zu 30 Kilogramm Traglast. Die Liftmodelle haben den großen Vorteil, dass durch diese Z-Achse wir die Reichweite über einen größeren Raum ausnutzen können. Dadurch können wir breitere Paletten palettieren, zum Beispiel Containerpaletten, Industriepaletten, und wir können auch höher palettieren. Mit dem Hydra Lift schaffen wir bis zu 2,50 Meter Palettierhöhe. Und dann gibt es noch ein ganz neues Modell, das ist der Hydra Wrap. Wrap deswegen, weil wir mit dem Modell direkt auf Palettenwickler palettieren. Das hat den Vorteil, dass der Kunde sich einen weiteren Arbeitsschritt, eben das Wegführen der Palette zum Palettenwickler spart und direkt an der Position, wo palettiert wird, dann gewickelt wird. Nächste Frage: Wie hoch ist die mögliche Palettierleistung, die Geschwindigkeit der Palettierer? Die liegt so grob gesagt zwischen 5 und 8 Picks pro Minute. Das hängt ein bisschen davon ab, von den Palettiermustern, von den Werkstücken. Manchmal gibt es Kartons, die so dünn sind, dass wir gar nicht sehr schnell palettieren können, weil sie sonst zerreißen. Und das hängt auch davon ab, ob wir Einzelboxen nehmen, dann haben wir eben diese 5 bis 8, oder ob wir Multipicking machen. Multipicking heißt, dass wir gleichzeitig 2 oder sogar 3 Kartons nehmen und dadurch sich natürlich dann die Geschwindigkeit verdoppelt oder verdreifacht. Wenn sein Kunde sehr genau wissen möchte, dann können wir natürlich das simulieren. Dann wissen wir wirklich ganz genau, wie lange eine Palette zum Beladen benötigt. Nächste Frage: Wie viel Platz benötigt so ein Cobot-Palettierer? Also der Footprint ist ungefähr 3 Paletten nebeneinander. Rundherum brauchen wir natürlich auch ein bisschen Raum zur Sicherheit. Also grob kann man mal rechnen, ungefähr mit 3 mal 2 Meter. Nächste Frage: Könnt ihr unsere Palettieraufgaben testen, damit wir vor dem Kauf wissen, ob es auch wirklich funktioniert? Ja, das können wir. Schicken Sie uns Ihre Palettieraufgaben, Fotos der Paletten, wie es momentan gemacht wird, Angaben über die benötigte Geschwindigkeit, auch vielleicht Fotos vom geplanten Einsatzort. Dann können wir das bei uns in der Palettiersoftware simulieren und können Ihnen dann ein Video von der Simulation schicken, damit Sie auch wirklich wissen, ob das funktioniert. Nächste Frage: Was unterscheidet euch von anderen Cobot-Palettiersystemen, die es am Markt gibt? Uns unterscheidet in erster Linie 2 Punkte. Der eine Punkt ist die Palettiersoftware, die wir entwickelt haben. Mit dieser Palettiersoftware ist es unglaublich einfach für den User, neue Palettieraufgaben einzugeben.
Also jetzt neue Boxgrößen, neue Palettiergrößen, neue Palettierschlichtmuster, Palettierhöhen. Ursprünglich mein Gedanke bei der Entwicklung von dem System war, dass der Hilfsarbeiter, der das momentan händisch macht, muss in der Lage sein, so ein System zu bedienen. Also es darf nicht so komplex sein, dass es einen Schichtführer, einen Produktionsleiter, einen Einrichter benötigt. Der zweite Punkt, der uns unterscheidet, ist, dass wir die sehr starken und robusten Cobots der Firma Doosan aus Südkorea verwenden. Das sind gerade zum Palettieren die am Markt robustesten Roboter. Das unterscheidet uns deutlich von gewissen Mitbewerbern. Und natürlich beim Modell Lift hinten, also hier mit der Hubsäule, unterscheidet uns, dass wir nicht eine, ich sage mal, einfache käufliche Hubsäule einbauen, die eigentlich nicht für diese Torsionsbeanspruchung gebaut ist, sondern dass wir die Hubsäule als integraler Bestandteil der Basis selbst bauen. Also am Markt ist mir keine verwindungssteifere Hubsäule bekannt für Cobot-Palettierer. Man darf ja nicht vergessen, die größte Belastung an der Hubsäule ist gar nicht das Gewicht vom Roboter, sondern das ist, wenn der Roboter schwenkt mit der Last, die Torsionsbeanspruchung. Und darauf sind die meisten kommerziellen Hubsäulen überhaupt nicht ausgelegt. Nächste Frage. Kann ich den Palettierer mobil an mehreren Einsatzorten in der Produktion einsetzen? Ja, das geht. Man kann dazu unseren Palettenrahmen an mehreren Positionen fix verbauen oder zumindest die Anschraubpositionen vorsehen, also Gewindehülsen im Boden. Dann kann man in relativ kurzer Zeit, ich sage mal so 20 Minuten, den Palettierer von der einen Position auf die andere bringen und dort beginnen zu palettieren. In jedem Fall empfehlen wir aber, den Palettierrahmen fest mit dem Boden zu verschrauben, damit einfach die Palettenposition und auch der Palettierer sich nicht verschieben kann. Zum Beispiel, wenn jetzt der Bediener neue Paletten mit Schwung, mit Hubwagen da reinstellt. Also in der Regel, wenn es nicht am Boden verschraubt ist, in irgendeiner Form, dann wird es Probleme geben. Das können wir aus der Praxis sagen. Man hat dann in unserer Palettiersoftware diese Einsatzorte, also dieses Schema, fix gespeichert, kann es abrufen und von dort aus zum Beispiel eine neue Palettieraufgabe oder eine neue Palettieraufgabe erstellen oder eine bestehende laden und dann abarbeiten. Frage, welche Palettenformate und Typen können verwendet werden? Also wir können jedes Palettenformat verarbeiten, das der Roboter mit seiner Reichweite erreicht. Also Europaletten, Containerpaletten, Industriepaletten, Einwegpaletten, Kunststoffpaletten, exotische Paletten. Man kann dazu in der Palettiersoftware die Palettenformate selber eingeben und abspeichern. Nächste Frage. Sind die Palettierer C-konform? Ist das System im Einsatz sicher? Das ist jetzt eine Frage, wo ich ein bisschen größer ausholen muss. Das Thema Sicherheit ist ja auch eine ganz entscheidende Frage beim Einsatz von so einem Robotersystem, Roboterpalettierer bei einem Kunden. Wir liefern die Systeme immer mit einer C-Konformitätserklärung für das System beim Kunden am Einsatzort. Das heißt, der Kunde bekommt dann von uns eine Dokumentation, die zeigt das Palettiersystem, Greifer, Peripherie, das Umfeld und das in der Gesamtheit wird von uns in einer Risikobewertung bewertet und schlussendlich mit einer C-Konformitätserklärung bestätigt. Es gibt auch andere Mitbewerber, die machen einfach eine allgemeine Einbauerklärung oder C-Konformität nur für den Palettierer. Das ist zu wenig, weil es nützt nichts, wenn ich jetzt einen sicheren Palettierer habe, aber dann am Einsatzort vielleicht gefährliche Teile, gefährliche Greifer sind oder zum Beispiel direkt neben der Palette eine Wand ist, gegen die man
als Person gedrückt werden kann. Also bei uns immer die CE-Konformität für die konkrete Anwendung beim Kunden mit Dokumentation. Wenn jetzt unsere Risikobewertung ergibt, dass man den Palettierer nicht ganz offen ohne irgendeiner Sicherheitstechnik oder Umhausung laufen lassen kann, das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn direkt neben der Palette eine Wand ist oder wenn ein hochfrequentierter Durchgangsweg direkt daneben ist, wo einfach die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Kontaktes höher ist. Oder zum Beispiel, wenn die Geschwindigkeit sehr hoch ist beim Palettieren. In allen diesen Fällen ergänzen wir dann Sicherheitstechnik. Das kann sein berührungslose Sicherheitstechnik, wie zum Beispiel Laserbereichsscanner. Die sind zum Beispiel hier bei diesem Modell Hydralift sind die eigentlich serienmäßig verbaut. Vorne ein Scanner und neben jeder Palette. Mit diesen Bereichsscannern scannen wir den Bereich vor dem Palettierer und links und rechts von der Palette und auch den Bereich zwischen der Fördertechnik und dem Palettierer. Also gerade dort, wo sich der Palettierer sozusagen rüber beugt zum Karton. Wenn direkt neben der Palette ein Durchgangsweg ist, dann ist das einfachste und sicherste und platzsparendste, ich baue dort einfach einen Zaun hin. Das sind alle Sachen, die wir uns schon im Vorfeld ansehen. Also üblicherweise, wenn der Kunde zu uns kommt und wir ungefähr wissen, was möchte der palettieren, dann wünsche ich auch oft Fotos vom Einsatzort, damit ich schon ein Gefühl bekomme, wohin die Reise geht, was vielleicht wir an Sicherheitstechnik bei dem Kunden brauchen. Man sagte generell, Cobots sind sicher, kollaborative Roboter, die eben in kollaborativen Betrieb oder in Koexistenzbetrieb mit Personen arbeiten können. Cobots schalten bei gewissen Kräften ab. Aber das ist kein Freibrief, immer offen zu laufen. Es kann sein, dass ich gefährliche Werkstücke habe, gefährliche Greifer mit Kanten. Es kann sein, dass wir sehr schnell arbeiten. In allen diesen Fällen reicht es nicht, wenn der Cobot abschaltet. Das ist zu wenig. Auch deswegen machen wir eine Gesamt-C-Konformitätserklärung und Gesamtrisikobewertung der Situation. Nächste Frage. Können nur Kartonboxen palettiert werden oder auch andere Bindetypen? Also neben den typischen Kartonboxen, also Kartonschachteln in allen Größen, können wir auch Kisten oder KLT, die oben offen sind, palettieren. Dazu brauchen wir natürlich dann einen besonderen Greifer, nämlich so Gabelgreifer, die von unten greifen. Das geht. Wir können auch vor allem aus der Lebensmittelindustrie, Getränkindustrie offene, geschrumpfte Drehs palettieren. Nächste Frage. Liefert ihr auch das nötige Zubehör und Peripheriegeräte, wie zum Beispiel Greifer und Fördertechnik? Ja, wir bauen Greifer selber bei uns im Haus. Also die typischen Kartonsauger, wie sie zum Beispiel an diesen 2 Schraubengeräten momentan montiert sind, die entwickeln wir selber und bauen sie selber. Wir können genauso auch kommerzielle Greifer verwenden. Also wenn ein Kunde sagt, er möchte unbedingt von dieser und dieser Firma den Greifer verwenden, dann können wir das machen. Wir liefern auch Schnellwechselsysteme, also wenn ich mehrere verschiedene Kartongrößen greifen möchte und dazu unterschiedliche Greifer benötige, dann macht ein Schnellwechselsystem Sinn. Bei Peripheriegeräten liefern wir vor allem Fördertechnik. Also oft gibt es Kunden, die wollen von uns auch die letzten Meter der Fördertechnik haben. Zum Beispiel, man sieht hinten bei dem Hydralift, auch in Orange, sieht man ein Rollenband und Förderband mit Eckumsetzer und Puffer-Stausteuerung. Das wird individuell dann angefertigt für die Kundenanwendung. Wenn jetzt ein Kunde seinen bevorzugten Fördertechniklieferanten hat und sagt, er möchte unbedingt seinen nehmen, dann ist das für uns absolut in Ordnung. Wir stimmen uns auch da gerne mit dem Fördertechniklieferanten ab, damit es dann alles zusammenpasst. Frage. Ich habe 2 langsame Produktionslinien mit unterschiedlichen Kartongrößen. Kann ein Palettierer parallel verschiedene Palettieraufgaben abarbeiten, damit wir nur ein Palettiersystem kaufen müssen? Das geht. Wir können sogenanntes Multiline fahren, also zum Beispiel links
kommt das Förderband mit dem kleinen Karton, rechts kommt es mit dem großen Karton und wir palettieren parallel links auf die linke Palette und rechts auf die rechte Palette. Genauso können wir auch Sortimente palettieren. Zum Beispiel gewisse Supermärkte wollen zusammengestellte Sortimente auf der Palette. Dann können wir von 2 Linien nehmen und in einem gemischten Schlichtmuster auf die Palette stapeln. Nächste Frage, können wir Zwischenlagen in die Palette einlegen? Ja, das geht. Man sieht zum Beispiel hier im Hintergrund so ein Zwischenlagenmagazin. Dann können wir ganz einfach in unserer Palettiersoftware auch definieren, bei welchen Lagen die Zwischenlage eingelegt wird. Nächste Frage. Kann ein Palettierer Hindernisse, die im Einsatzort vorhanden sind, berücksichtigen und eine Kollision sicher vermeiden? Zum Beispiel herabhängende Lichtbalken, eine niedrige Raumhöhe oder eine nahe Wand. Ja, das geht. Wir können in der Palettiersoftware sogenannte Obstacles einstellen, sei es Wände, Säulen in der Halle oder vor allem niedrige Hallendecken. Oder, wie der Kunde hier gesagt hat, herunterhängende Lichtbalken. Nächste Frage, wer erzeugt die Palettierer, wo werden die hergestellt, wer führt das Service durch? Also wir erzeugen die Palettierer bei uns hier im Haus in Pottendorf in Österreich. Wir liefern die Palettierer selber zum Kunden, wir installieren die Palettierer selber und wir führen auch selber mit unserem Personal das Service durch. Die letzte Frage, seit wann gibt es das Hydra Palettiersystem? Wie viel Erfahrung habt ihr damit und was ist eure Erfahrung mit Robots? Also das Hydra Palettiersystem erzeugen wir seit 2019. Hat angefangen natürlich mit dem Hydra 6 und inzwischen haben wir 7 Modelle. Wie viel Erfahrung haben wir mit Cobots generell? Also wir, die Firma Meyer und ich persönlich, habe begonnen 2009 kollaborative Roboter in Österreich zu verkaufen, war auch der Pionier in Österreich für Cobots und auch eine der Pioniere im deutschsprachigen Raum. Und seit 2019 haben wir die Cobots der Firma Doosan aus Südkorea, das ist einer der Marktführer. Das waren eigentlich all die Fragen, die uns mal so von Kunden gestellt worden sind, also die wichtigsten der Fragen. Und danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.